Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die Beta von dem Magier und Battle Mage ist jetzt schon ein bisschen vorbei. Und ja, es wurde jetzt nach Feedback gefragt und die Frage steht natürlich auch im Raum: Kommen die neuen Klassen so überarbeitet ins Spiel, ja oder nein? Dazu muss man erstmal sagen, okay, diese ganze Phase mit dem Testen und dem Beta-Server und die Community kann da erstmal drauf schauen und die hören sich die Meinung an. Das ist auch so, wie es gesagt worden ist, richtig, weil viele gesagt haben, oh, so kommt das jetzt und das ist jetzt schon alles so in Stein gemeißelt und nee, dann quitte ich das Game und alles so, ne? Es war ja erstmal grob gesagt nur ein Vorschlag von Player Games, wie sie an den neuen Klassen beziehungsweise an den alten Klassen neue Features, überarbeitete Sachen entwickelt haben und wir als Community können es halt testen und dann halt immer noch entscheiden, ob die Klassen so ins Game kommen oder nicht. Und ein Großteil von euch hat gesagt, dass die Klassen so, wie sie jetzt sind, bleiben sollen. Also die 3 OG-Klassen sollen auch bitte nicht mehr in Zukunft angefasst werden, weil die halt einfach so original bleiben wollen und viele halt die auch deswegen so genommen haben, weil sie halt eben dieses ganz simple diesem ganz simplen Prinzip verfolgen oder hinterhergehen, was schon Shakes and Fidget und die Grundidee, die Klassen irgendwie ausgemacht hat, und das Konzept komplett zu ändern, hätte viele, glaube ich, abgeschreckt. Und jetzt kam es so ein bisschen zu einer Umfrage, und zwar auf dem Discord von Shakes and Fidget in der Taverne. Wer da noch nicht sein sollte, kann gerne über Optionen und ich glaube, war das hier, Hilfe und Support joinen. Hier ist unter anderem der Discord und die Social Media Accounts von Shakes and Fidget. Und wie gesagt, auf dem Discord-Server wurde eine Umfrage gemacht und dort wurde auch schon mehr oder weniger klar entschieden, was die Community von den Changes hält. Und die Umfrage ist seit gestern Abend online und ich denke mal, die wird noch ein bisschen online bleiben. Also die ist relativ frisch noch, sag ich mal, aber das Ergebnis ist jetzt schon eindeutig und wir gehen mal die ganzen Punkte durch. Closed Beta, Magier, Battle Mage, da sollte man einmal einkategorisieren, wie man die Beta in generellen fand, so für die beiden Klassen. Da geht schon los. So hier 1 bis 5 Sterne hier, ne? Einer ist ganz schlecht und die 5 hier sind ganz gut. Da sieht man schon, in welche Richtung sich das Ganze hierhin bewegt. Dann haben wir einmal sollte man einmal den Magier, den überarbeiteten Magier einmal bewerten. Hier sehen wir fast 201 Sterne Bewertung und fast nichts, was hier irgendwie großartig dafür spricht. Dann einmal sollte man den Sonnenstein vom Magier bewerten, gleiche Ergebnis. Einmal den Mondstein vom Magier bewerten, gleiche Ergebnis. Ja, dann einmal der Magier und Battle Mage, please rate the Mage, also die PvE-Performance in den Dungeons. Ja, gleiches Ergebnis. PvP, gleiches Ergebnis. Und bei dem Battle Mage im Prinzip das gleiche, ne? Battle Mage Überarbeitung. Da fällt die Bewertung nicht ganz so krass aus wie beim Magier, aber ich gehe mal davon aus, dass Magier generell mehr Leute spielen, beziehungsweise weil es halt eben auch einer der originalen Klassen ist und der Battle Mage ja schon ein bisschen später erst kam, so, ne? Genau, hier halt eben das gleiche überall. Und hier sollte man den Kometen hier und den Handschuh bewerten. Dann einmal hier PvE und PvP-Performance. Und zur finalen Frage, do you prefer the old or the reworked Mage? Also präferieren wir den alten oder den neuen den neuen Mage? Und da ist es, denke ich mal, auch relativ eindeutig, dass halt Old, hier O, soll so bleiben, Rework R für neu, ist, denke ich mal, einigermaßen eindeutig. Beim Battle Mage haben sich das ein paar gewünscht, dass der gereworked wird, so, ne? Aber es sind halt auch sehr, sehr viele, die sagen, okay,
ja, nee, eigentlich gefällt mir der Battle Mage so wie er jetzt ist auch und da braucht jetzt nichts irgendwie großartig dran geändert werden, ne? Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen und ich sag mal, diese Umfragen, die Feedback-Runden, die sich da Player Games immer einholt von der Community, die sind schon sehr ausschlaggebend für die Bewertung beziehungsweise für das Vorhaben, was Player Games noch mit den Klassen vorhat, weil das halt eben sehr übersichtlich ist, sag ich mal, und die Bewertungen halt direkt von ja, Player Games Mitarbeitern so kommen und da halt eben auch sehr drauf geachtet wird, ne? Und wenn da halt eben ein Großteil der Community sagt so, nö, wir wollen das nicht, dann werden die das höchstwahrscheinlich auch nicht umsetzen. Das heißt, ich glaube, wir können von ausgehen, dass es für den Battle Mage und den Mage keine Überarbeitung in Zukunft geben wird. Sowohl diese nicht, als auch zukünftige Überarbeitung nicht. Man kann es nie wissen. Eventuell kommen sie in 1-2 Monaten mit dem nächsten Vorschlag und der nächsten Überarbeitung. Aber wenn schon prinzipiell darauf geachtet wird, ja, wie die Überarbeitungen generell hier gefunden werden, so, ne? Also es ist ja generell für weitere Überarbeitung spricht das ja dann auch und da auch negativ abgeschnitten wird, dann gehe ich mal von aus, dass die Klassen so, wie sie jetzt sind, auch bleiben werden. Ja. Ja, ich denke mal, das wird dem einen oder anderen gefallen. Ich glaube, wenige waren auch unter den Kommentaren unter meinen Videos für so eine Klassenänderung. Ein paar habe ich dennoch gelesen, die das ganz gerne haben wollten. Wie gesagt, wie man es macht, die hätten so oder so, hätten sie es nicht allen recht machen können, ne? Man kann den Punkt irgendwo verstehen. Wenn neue Klassen ins Spiel kommen, dann könnte das eventuell auf alte Klassen einen gewissen Einfluss haben, zumal halt eben bei Serverstart diese Thematik sehr, sehr relevant ist, da dort ja eben diese Klassen unter gleichen Startbedingungen aufeinandertreffen. Hier im Late Game ist es für uns eher weniger ausschlaggebend, weil auf alten Servern nur die 3 Klassen vorhanden sind, ne, in den Top-Rängen, sag ich mal generell. Das ist halt mehr so auf neue Server bezogen. Und ja, generell, wie gesagt, fand ich ja das überarbeitete System vom Magier gar nicht so verkehrt. Ich habe es ja auch ein bisschen getestet und musste sagen, das war eigentlich ganz cool gewesen, ne? Aber ihr kennt da ja auch meine Meinung. Also ich bin auch eher dafür, dass die Originalklassen so wie sie sind bleiben. Ja, aber ich hätte die Klasse irgendwie als eigenständige Klasse cooler gefunden, so, ne? Mit diesem Mond und Sonnenstein, das ist ein ja, ganz uniques System auf jeden Fall, das ist einzigartig, so, das gibt es nicht nochmal irgendwo, das würde die Klasse von sich aus halt zu anderen abgrenzen und hatte tatsächlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, wenn jetzt dieses Balancing gekommen wäre, ne, für den Magier, um mal die Frage zu klären, was hätte ich gemacht, wäre jetzt das Neue, wäre jetzt mein Magier irgendwie anders so, ne? Dann hätte ich ganz klar gesagt, ja, okay, muss man sich drauf einstellen, es ist ungewohnt, wie gesagt, ich bin auch ein Mensch, der mit Umstellungen, vor allen Dingen auch hier in dem Game, wenn man halt das jahrelang spielt, auf einmal deine Klasse eine andere ist so, die du nicht gepickt hast, ist es ungewohnt so. Ich hätte deswegen aber nicht das Game gequittet so, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich erstmal damit schwer getan und hätte mich umgewöhnen müssen, aber ich hätte es akzeptiert, weil generell ich das Prinzip eigentlich nicht verkehrt fand, ne, von diesem Sonnen- und Mondstein-Ding. Aber das wäre für mich erstmal sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Das auf jeden Fall so, ne? Und ja, weiß ich nicht. Wer irgendwie, ne, also ich finde es cool, dass es halt jetzt nicht uns einfach so auf die Nase gedrückt haben, sondern gesagt haben, hier, yo, ey, guckt mal, wie gefällt euch das, kommt das gut bei euch an oder wollen wir es halt lieber lassen. So, jetzt haben sie halt eben gesehen, okay, das kommt alles andere als gut an bei der Community und deswegen lassen wir das auch sein, dementsprechend, ne? Ja, und deswegen ist das auf jeden Fall, denke ich mal, auch die richtige Entscheidung dafür, ne? Genau. Ja, das zu dem Thema. Elevator, bei mir heute auf S31, der letzte Tag ist angebrochen.
beziehungsweise der vorletzte, morgen ist dann der letzte Tag. Und morgen kriegen wir dann nochmal 2% Schadensbonus, das heißt, wir haben 20%. Und morgen gehen wir dann auch, am Samstag ist das bei mir hier, gehen wir dann auch nochmal komplett in den Elevator rein. Da werden wir mal schauen, wie weit wir pushen können. Mal gucken, wie weit ich mit meinem Account komme. Mit allem drum und dran, mit Ruhenwechseln und so. Da wollte ich nochmal fragen, weil ich habe das noch nie gemacht. Manche kaufen sich ja diese Change-Runen so, ne? Also wenn man jetzt hier, das hier zum Beispiel, ne? Wenn man jetzt einen Gegner hat, der hat jetzt zum Beispiel hier Feuer und ich habe jetzt hier auf meiner Waffe auch Feuer. Gut, dann müsste ich ja eigentlich eine andere Schadensrune haben, damit der Feuerschaden halt, beziehungsweise der Waffenschaden oder der Schaden von der Rune halt gegen den Feuerschaden hier irgendwie was ausrichten kann, ne? Manche kaufen sich ja diesen Bonus, dass du quasi für 5 Pilze jetzt 2 Etagen lang einen anderen Dings hast hier, eine andere Schadensrune so, ne? Aber kann man das nicht eigentlich auch so machen? Ich meine, das wäre die dekadente Art und Weise, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Gegner vor mir, der hat jetzt halt eben, Mensch, der hat jetzt Feuerschaden hier. So, ich habe jetzt auch Feuerschaden, ne? Dass man dann sagt, okay, man nimmt jetzt von einem Begleiter einfach, hier von Magva zum Beispiel, den Blitzschaden auf meine Waffe, dann würde man quasi dann halt eben Runen tauschen, so, ne? Wird man dann hier sagen, okay, man tauscht hier quasi das und dann hätte ich halt Blitzschaden auf meiner Waffe und würde somit halt den Gegner hier kontern, ne? So, dann bräuchte ich ja eigentlich diese Verwandlung nicht mehr, weil das geht darum, weil wenn ich das hier nehme, dann ist ja der Slot besetzt, ne? Und den Slot könnte ich ja auch nehmen, zum Beispiel hier für den Dosenspinat, zusätzlich obendrauf, dass man sagt, okay, man macht jetzt halt eine normale Runenänderung, ne? Ist halt eben teurer, es kostet halt eben 20 Pilze so, ne? Ist halt teurer, aber man hätte halt eben den Schaden plus, man könnte sich trotzdem noch einen Dosenspinat hier gönnen und hätte halt dann eben eine andere Rune drauf und muss halt den Platz hier nicht für das verwenden, so, ne? Sehe ich doch richtig, oder? Weil manchmal sehe ich halt, dass Leute das hier kaufen und dann denke ich mir so, okay, jetzt haben die zwar eine andere Rune drauf, ne? Ja, gegen Feuer jetzt zum Beispiel, aber das hätten sie doch eigentlich wäre der Dosenspinat plus eine andere Rune wechseln im Inventar, wäre doch eigentlich noch cooler, oder? Würde noch mehr bringen, oder? Aber wahrscheinlich machen die meisten es nicht, weil es halt eben ziemlich teuer ist. So, da gehe ich mal von aus. Ne? Aber ja, ich meine, kann man sich mal gönnen, würde ich sagen. Ne? Jetzt die neuen Pakete. Da werde ich auch, denke ich mal, noch zuschlagen. Die werde ich mir auch noch holen. Und es geht mir eigentlich bei den Paketen auch hauptsächlich eher um die Mets, um die Sanduhren und die Kristalle und Metalle. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, wir haben sogar trotzdem 20% Aktion, ne? Wir haben sogar über 20% insgesamt, weil ich das gestern erwähnt hatte. Aber so war es letztes Jahr, glaube ich, gewesen, dass halt eben keine 20% Aktion war, sondern es nur die Pakete gab. Klar, die Pakete beinhaltet selbst auch schon einen Mehrwert natürlich, ne? Das ist ganz klar. Aber ja, plus halt eben die 20% wäre halt noch cooler, aber ist ja sowieso, ne? Okay, Leute, das war's soweit von dem Video, genug zugelabert und ja, morgen werden wir mal schauen, wie weit wir im Elevator kommen, ne? Da bin ich mal gespannt. Guti, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.